Leute, ich werde angerufen. Von Anonym. Hallo? Leute, was ist das? Leute, hier liegt einfach mal ein Base. Oh mein Gott. Ey, was ist das für ein Geräusch? Wo ist meine Fernbedienung? Leute, die ist weg. Ich kann das nicht mal ausschalten. Pass auf, sonst komme ich dich holen. Sie hat mir ein Foto geschickt. Leute, warum weint sie? Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina. Ja, Leute, was geht? Ich bin's, Jero Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen 3 Uhr nachts Video. Noch ist es hell. Noch. Wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was kommen wird. Wenn nicht, dann seid ihr wirklich noch nicht lang genug in Team Becky. Dann aber ganz, ganz schnell dabei sein. Auf jeden Fall heißt es, wir werden wieder zusammen einkaufen gehen für Beckys Candy Challenge, denn ich werde wieder zusammen mit euch etwas um 3 Uhr nachts schauen. Und zwar wart ihr alle dafür, dass ich unbedingt mehr zu Ballerina Cappuccina rausfinde. Und ich dachte mir, warum schauen wir uns nicht einfach mal um 3 Uhr nachts dunkle Geheimnisse und die Wahrheit zu Ballerina Cappuccina an. Mal gucken, ob da irgendwas Seltsames passiert und wir mehr herausfinden. Und ja, dazu brauche ich auf jeden Fall eine Menge Snacks, Leute, und Cola, damit ich extra lange wach bleibe und nicht einschlafe zwischendurch. Und Leute, danke für all eure Spooky Stories. Ihr habt mir wieder so viele unten reingeschrieben. Das finde ich so krass. Also immer her mit euren weiteren Spooky Stories, wenn ihr noch welche habt. Dann seid ihr beim nächsten Spooky Sunday vielleicht ja dabei. Und eventuell mache ich ein ganzes Video mal dazu. Und dann wird das so eine Art Format. Ich schau mal, habt ihr eine Idee, wozu es am besten passen würde? Zu welchem Tag oder so? Vielleicht habt ihr ja Vorschläge und wie wir das Ganze dann nennen könnten. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn ich, weil es geht bald wieder auf Reisen, wenn ich von dort jeden Tag posten soll, auch Spooky-Videos. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Und ja, wohin es geht, ist noch ein Geheimnis. Aber vielleicht findet ihr es ja heraus. Ich mich wieder bei euch zurück und ich hoffe, ihr seid bereit mit mir zusammen um 3 Uhr nachts jetzt. Also okay, für mich ist es 3 Uhr nachts, wenn ihr es sehen werdet, für euch nicht. Aber mit mir wenigstens zusammen die eventuell düstere, dunkle Wahrheit über Ballerina Cappuccina herauszufinden. Ich hoffe nicht, dass irgendwas Gruseliges passiert und sie mich heimsucht. Kommentiert mir jetzt bitte, Ballerina Cappuccina kommt nicht zu Becky. In die Kommentare, ja? Damit sie nicht kommt oder wenn sie kommt, dass sie nichts Böses vorhat mit mir, okay? Vielleicht funktioniert es ja. Und natürlich bin ich nicht ganz alleine. Ich habe ja noch Fräulein Floppy. Und hier, Leute, es gibt diesmal eine Asian Candy Challenge. Und ich dachte mir, ich werde jetzt immer, wenn ich mal sowas wieder schaue, was man eigentlich nicht schauen sollte, immer irgendwie aus verschiedenen Ländern oder Kontinenten etwas probieren. Also schreibt gerne eure Vorschläge unten rein, welches Land es als nächstes sein soll. Dann könnt ihr es vielleicht auch mit einem Daumen nach oben voten. Dann weiß ich Bescheid, welche die Top 3 sind oder so. Und dann werde ich mal gucken, was ich im nächsten Supermarkt mal finden werde. Ich würde sagen, wir machen es uns jetzt gemütlich mit einer Grandma-Check-Decke natürlich. Schnappt sie euch auch lieber. Also ich brauche sie auf jeden Fall. Und dann wird es hoffentlich nicht allzu spooky. Ich werde jetzt eben bei YouTube schauen, was ich zu der dunklen Wahrheit, zur dunklen Geschichte von Ballerina Cappuccina finde. Und dann werden wir um Punkt 3 Uhr starten damit. Und Fluffy ist richtig gut drauf, Leute. Sie sagt hier, bitte, bitte, bitte streiche mich. Warum gibt es ein Video zu Ballerina Cappuccina verfolgt dich? Beziehungsweise jagt dich? Was ist das? Nicht, dass sie doch gruselig ist. Ich weiß nicht so ganz, Leute. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Ist sie spooky? Ist sie nicht so spooky? Die wahre, traurige Geschichte von Ballerina Cappuccina. Vielleicht kriegen wir da ja Antworten. Okay, Leute, es ist jetzt Punkt 3 Uhr. Ich würde sagen, Grandma Check Time! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, hier erzählt jemand etwas zu der Wahrheit von ihr. Aber irgendwie ist es eine Story. Tung 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 Sahur sieht so gruselig aus, als ich kriege Albträume. Aber hier ist es angeblich so, dass Ballerina Cappuccina für Tung 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 Sahur arbeitet, aber sie will eigentlich Tänzerin werden. Und er ist so fies zu ihr. Was soll ich jetzt bitte glauben?
Also ich weiß ja nicht, aber das Video wird immer seltsamer, je länger man das guckt. Jetzt ist irgendwie Sprunky am Start und irgendeine Operation und ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich glaube, da werden wir nicht so viel über Ballerina Cappuccina herausfinden. Das einzig Interessante ist, dass sie halt für Tung 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 Sahur arbeiten muss und er richtig böse zu ihr ist. Irgendwo sehe ich da ein paar Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, das ist noch nicht so die wahre Geschichte über sie, oder? Also Leute, hier findet man so seltsame Videos. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie verwirrt. Was geht hier bitte ab? Entweder ist Tung 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 Sahur jetzt mit Ballerina Cappuccina zusammen. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Aber hier wurde sie gefangen genommen. Hier guckt sie so, als hätte sie Angst. Aber was macht Espressona Signora da hinten? Das macht mir besonders viel Angst. Dann sieht man das hier. Und was soll das hier jetzt sein? Ich verstehe gar nichts mehr. Ihr etwa? Leute, ich habe gerade geguckt. Die Wahrheit über... Hallo? Hört ihr das? Leute? Kam das von oben? Habt ihr das Weinen gehört? Gerade wo ich darüber reden wollte, über die angebliche Wahrheit von Ballerina Cappuccina. Ich fand das so seltsam. Ich bin gerade mal bei der Hälfte und da fielen so viele Namen und da wurden so seltsame Theorien genannt. Und jetzt auf einmal höre ich weinen. Wer ist hier bei mir zu Hause? Hallo? Ihr habt es auch gehört. Das hörte sich gar nicht mal so weit entfernt an. Leute, warum hängt das hier? Wer hat das hier aufgehängt? Vermisst? Wo ist Cappuccino Assassino? 1, 2, 3, 4. Warum hängt das hier? Wieso sollte er jetzt vermisst sein? Warum weint er? Hä, Leute, was ist das? Wer hat das hier bei mir hingehängt? Wer hat geweint? Doch nicht er. Das klang wie, weiß ich nicht, wie eine Frau, ein Mädel. Hä? Ich wollte euch eigentlich gerade was erzählen, ja? Zu der angeblichen Wahrheit von Ballerina Cappuccina. Da wurde auch Cappuccino Assassino erwähnt, dass die angeblich irgendwie verheiratet waren. Die waren wohl irgendwie zusammen, aber dann haben die sich getrennt und etwas hatte das mit Espressona Signora zu tun auch. Und sie wollte halt große Tänzerin werden, aber irgendjemand hat doch gerade hier geweint und wer hat das jetzt hier aufgehängt? Warum ist er vermisst? So, beim letzten Mal, als ich die Nummer ja angeschrieben habe, war Ballerina Cappuccina. Schaut es euch selbst an, Leute. Das ist das Video, ja? Da war das schon seltsam. Aber was ist das jetzt? Was soll ich damit? Als ob ich jetzt nach irgendwelchen Brainrot-Memes suche, Leute. Wisst ihr, was wir am besten machen? Wir fragen ChatGPT. Er ist ja selber KI. Und wenn er nicht die Wahrheit weiß, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt gefragt und er hat mir geantwortet mit einem Haufen Bildern. Hier ist sogar, no way, Cappuccino Assassino zu sehen. Mit ihr und ein Ring. Hä, habe ich hier irgendwas verpasst? Ich dachte, was mit Tung 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 Sahur? Leute, ihr wisst nicht, was er rausgespuckt hat. Es gibt ein Lore um Ballerina Cappuccina. Sie ist eine talentierte Ballerina, die sich in Lololo, einen legendären Tänzer mit einem Herz aus Eis, verliebt. Wer ist Lololo? Ich kenne den gar nicht. Aber es geht noch weiter. Als sie erkennt, dass Lololo nur für den Tanz lebt, wird sie von Cappuccino Assassino, einem Ninja mit Cappuccino-Kopf, entführt, der ihr ewige Liebe schwört. Warum entführt er sie, Mann? Was ist das? Leute, das steht hier. Die beiden verlieben sich, doch Espressona Signora, Cappuccinas... No wait, das wurde nicht erwähnt. Eifersüchtige Schwester und Königin des Verbrechens manipuliert sie und lässt sie glauben, Cappuccino Assassino habe sie verraten. Ich wusste gar nicht, dass sie so böse ist, Mann. Am Ende flieht sie wieder zurück zu Lololo. Dann, das kann ich nicht aussprechen, Leute, das kann ich euch nicht erzählen. Alter Schwede, was? Cappuccino Assassino kommt zu spät, um sie zu retten und schwört Rache. Die ganze Story endet ziemlich sad. Das Problem ist aber, wenn das stimmt, wer hat mir geschrieben? Wer hat bei mir zu Hause geweint? Und wer hat diese Plakate dahin gehängt? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Und was hat Tung 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 Sahur damit zu tun, Digga? Das macht alles gar keinen Sinn. Damit wir uns jetzt nicht gemeinsam zu sehr gruseln, vor allem ich brauche das jetzt gerade für meine Nerven, machen wir jetzt einfach zusammen die Candy Challenge. Fangen wir erstmal an mit diesem Popcorn aus Südkorea. Aber ich glaube, es sind so Maisflits, oder? Krieg das mal auf.
Das ist unmöglich. Fluffy wartet schon. Nein, Fluffy, du kannst das nicht essen. Das ist Menschenessen. Oh mein Gott, das riecht so gut. Leute, das sind, glaube ich, wirklich solche Maisflips. Ja, also nicht so richtiges Popcorn. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wonach es schmeckt. Irgendwie ein bisschen vanillig, ein bisschen nach Mais, aber irgendwie auch wie so süße Milch. Cornflakes-Milch. 10 von 10, die sind so lecker. Als nächstes probieren wir mal die hier aus. Hatte ich die schon mal? Ich weiß es nicht. Diese Bulldog-Chips hier. Aber es gab noch schärfere wohl. Aber die riechen scharf. Alter, die sehen so aus wie solche Nudeln. Okay. Die Schärfe kommt langsam. Aber ich bin froh, dass ich nicht die noch schärferen geholt habe. Leute, Feuerwehr! Aber ganz lecker. Nicht so scharf wie die Nudeln. Ich brauche jetzt was zu trinken. Und zwar probieren wir das Kokosnussgetränk hier mit Jelly. Wo sind meine Kokosnüsse? Ich mag die Jelly da drin. Aber es schmeckt ein bisschen künstlich. Nicht so wie richtiges Kokosnusswasser. Aber was erwartest du auch? Egal. Es schmeckt trotzdem gut. Probieren wir mal diese japanischen KitKat aus. Und die habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Schokokuchen mit Erdbeere? Boah, das riecht so krass nach Erdbeere. Oh mein Gott, das schmilzt schon. Oh ne, ich mag es gar nicht. Ich konnte es nicht essen. Das war ein Flop für mich. Mir hat das nicht geschmeckt. Ich weiß auch nicht. Lag es an der dunklen Schokolade? Ich glaube ein bisschen. Schmeckt ein wenig so wie Jogurette. Aber halt ja bitterer von der Schokolade her. Die Erdbeere da drin war irgendwie sauer und ich weiß nicht, mag ich nicht. Aber probieren wir jetzt dafür thailändische Sushi-Chips. Das riecht sehr nach Seetang. 3, 2, 1. Die schmecken weniger nach Sushi, aber sehr lecker nach Seetang, wenn man es mag. Pockies in Mango Edition sind ganz okay. Geschmack aber ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich diesen Mango-Geschmack nicht so sehr. Ansonsten, Pockies sind so lecker. Matcha und Erdbeere, so lecker. Und jetzt Ananas-Ramune. Leute, man muss eine Kugel da durchpressen. Die muss dann da so runterfallen. Dann unten hat man so einen Ball. Voll cool. Und jetzt Prost. Mal gucken, ob das schmeckt. Ich habe noch nie Ananas-Ramune probiert. Wow, das ist gar nicht so süß. Schmeckt nicht mal extrem nach Ananas und das ist locker eine 9 von 10. Auf jeden Fall waren echt leckere Sachen diesmal dabei und ich bin wirklich happy, dass ich das gerade gemacht habe, weil ich habe kurz vergessen, dass hier gruselige Sachen vor sich gingen. Aber jetzt muss ich weiter irgendwie die Wahrheit über sie versuchen rauszufinden. Vielleicht auch mit eurer Hilfe. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt sie unbedingt unten rein. Also Leute, ich habe hier etwas gefunden. Die wahre, traurige Geschichte von ihr. Werde ich mir... Wenn die wahre Geschichte von ihr, die vorhin ChatGPT rausgespuckt hat, stimmt. Ich schwör's euch, Leute, ihr Geist sucht mich heim. Was geht hier vor sich? Das kam doch von hier oben. What? Hier sind überall Scherben! Irgendjemand hat diese Tassen hier zerbrochen. Hier Henkel. Da hinten wieder ein Henkel. Eine vollständige Tasse. Hier sind überall Splitter. Wer war das? Liegt das jetzt daran, dass ich das Spiel gespielt hatte letztens? An der verfluchten Nummer oder wer ist bei mir zu Hause? Sollte ich Tung 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 Sahur diesen Baseballschläger zurückgeben?